Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Guten Morgen, Tom. Hast du einen Moment Zeit, um über meinen Arbeitsalltag zu sprechen? Guten Morgen, Alice. Ja, ich habe Zeit. Bitte erzähl mir von deinem Alltag. Danke. Ich möchte meinen Tagesablauf teilen und um deinen Rat fragen. Natürlich, ich helfe gerne. Um wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten? Ich komme um 8:30 Uhr ins Büro. Ich nehme normalerweise den Bus und komme pünktlich an. Das ist gut. Was machst du, wenn du ankommst? Zuerst schaue ich meine E-Mails durch und lese ein paar Minuten die Nachrichten. Dann plane ich meine Aufgaben für den Tag. Planung ist wichtig. An welchen Aufgaben arbeitest du am Morgen? Ich arbeite an Berichten und Datenpflege. Ich telefoniere auch mit unseren Kunden. Das klingt beschäftigt. Machst du eine Pause? Ja, ich mache um 10:30 Uhr eine kurze Pause. Ich gehe in die Küche und trinke eine Tasse Kaffee. Kaffee hilft, wach zu bleiben. Was machst du nach deiner Pause? Nach der Pause setze ich meine Arbeit fort. Ich nehme an Besprechungen teil und arbeite an Präsentationen. Besprechungen sind wichtig. Wie lange dauern sie normalerweise? Die meisten Besprechungen dauern etwa 30 Minuten. Ich versuche Notizen zu machen, damit ich die wichtigsten Punkte behalte. Das ist eine gute Gewohnheit. Was machst du zu Mittag? Ich mache um 12:30 Uhr Mittagspause. Ich esse normalerweise ein Sandwich und etwas Obst. Gesund zu essen ist wichtig. Wann kehrst du zur Arbeit zurück? Ich bin um 13 Uhr wieder an meinem Platz und schaue meine E-Mails erneut durch. An was arbeitest du am Nachmittag? Am Nachmittag beende ich meine Berichte und aktualisiere unsere Projektdateien. Ich helfe auch meinen Kollegen, wenn sie Unterstützung brauchen. Es ist schön, anderen zu helfen. Hast du am Nachmittag noch eine Pause? Ich mache um 15:30 Uhr eine kurze Pause. Ich gehe im Büro spazieren, um meine Beine zu dehnen. Das ist eine gute Idee. Denen hilft, Müdigkeit zu reduzieren. Wann beendest du die Arbeit? Ich beende die Arbeit um 17 Uhr. Bevor ich gehe, überprüfe ich meine Aufgaben, um zu sehen, ob ich alles erledigt habe. Deine Aufgaben zu überprüfen ist eine gute Möglichkeit, organisiert zu bleiben. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit gehe ich nach Hause und verbringe Zeit mit meiner Familie. Ich lese auch ein Buch oder schaue fern. Das klingt entspannend. Arbeitest du zu Hause an irgendwelchen Aufgaben? Manchmal schaue ich meine E-Mails oder plane für den nächsten Tag, aber ich versuche, Arbeit und Freizeit zu trennen. Das ist sehr wichtig. Eine klare Routine hilft dir, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Glaubst du, dass deine Routine effektiv ist? Ja, ich finde, dass mir meine Routine hilft, organisiert und produktiv zu sein. Ich versuche auch, jeden Tag einem Zeitplan zu folgen. Einem Zeitplan zu folgen ist eine gute Gewohnheit. Er macht deinen Tag klarer und reduziert Stress. Ich stimme zu. Ich benutze einen Planer, um meine Aufgaben und Termine aufzuschreiben. Das ist eine tolle Idee. Ein Planer kann dir helfen, wichtige Aufgaben nicht zu vergessen. Tom, hast du irgendwelche Ratschläge, um meine Routine zu verbessern? Ich denke, deine Routine ist gut, aber du könntest versuchen, etwas Zeit für das Erlernen neuer Fähigkeiten einzuplanen. Zum Beispiel könntest du während deiner Pausen einen kurzen Artikel lesen oder ein Schulungsvideo anschauen.
Das ist ein guter Vorschlag. Ich möchte mehr über meinen Job lernen und meine Fähigkeiten verbessern. Achte auch darauf, dir kurzzeitige Ziele zu setzen. Das wird dir helfen, deinen Fortschritt jeden Tag zu sehen. Ich werde versuchen, kleine Ziele zu setzen. Zum Beispiel könnte ich mir vornehmen, jeden Tag einen Bericht zu vervollständigen und ein neues Wort zu lernen. Das ist ein hervorragender Plan. Kleine Ziele machen große Aufgaben leichter. Danke, Tom. Ich schätze deinen Rat. Gern geschehen, Alice. Ich helfe gerne. Ich sehe, dass du jeden Tag hart arbeitest. Mach weiter so. Das werde ich. Ich möchte eine gute Mitarbeiterin sein und auch Zeit für meine Familie und Hobbys haben. Die Balance zwischen Arbeit und Privatleben ist sehr wichtig. Achte darauf, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Ja, ich plane mehr Zeit mit meinen Hobbys zu verbringen. Ich lese gerne und male. Das ist wunderbar. Hobbys helfen dir, dich zu entspannen und kreativ zu sein. Tom, können wir über unsere Teammeetings sprechen? Ich möchte wissen, ob du denkst, dass sie effektiv sind. Ja, ich denke, unsere Teammeetings sind wichtig. Sie helfen uns, Ideen auszutauschen und unsere Arbeit zu planen. Ich stimme zu, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Meetings sind zu lang. Ich möchte vorschlagen, dass wir sie kurz und prägnant halten. Das ist eine gute Idee. Kurze Meetings können uns helfen, Zeit zu sparen und uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Vielleicht können wir einen Timer auf 30 Minuten stellen. So weiß jeder, wie viel Zeit wir haben. Mir gefällt dieser Vorschlag. Ich werde versuchen, mit dem Team darüber zu sprechen. Danke, Tom. Ich glaube, dass kleine Veränderungen unsere Arbeit effizienter machen können. Ja, selbst kleine Veränderungen können große Auswirkungen haben. Ich schätze dein Feedback. Ich möchte unserem Team helfen, besser zu werden. Ich glaube, wir können effektiver arbeiten, wenn wir klar kommunizieren. Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Team. Ich ermutige mein Team immer, ihre Ideen zu teilen. Ich fühle mich wohl, mit dir und meinen Kollegen zu reden. Das macht die Arbeit angenehmer. Ich freue mich, das zu hören. Ein freundliches Arbeitsumfeld hilft jedem, sein Bestes zu geben. Tom, können wir auch über meine Arbeitsbelastung sprechen? Ich möchte sicherstellen, dass ich nicht überarbeitet bin. Ja, natürlich. Wie fühlst du dich in Bezug auf deine aktuellen Aufgaben? Ich finde, dass meine Aufgaben überschaubar sind, aber manchmal bin ich mit vielen kleinen Details beschäftigt. Es ist normal, sich beschäftigt zu fühlen. Versuche, deine Aufgaben zu priorisieren. Arbeite zuerst an den wichtigsten. Ich versuche das. Ich benutze meinen Planer, um meine Aufgaben nach Priorität aufzulisten. Das ist eine gute Gewohnheit. Wenn du dich jemals überfordert fühlst, lass es mich bitte wissen. Ich kann dir helfen, deine Arbeitsbelastung anzupassen. Danke, Tom. Ich schätze deine Unterstützung. Ich möchte mein Bestes geben, aber auch eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben haben. Balance ist sehr wichtig. Achte darauf, Pausen zu machen und nicht zu spät zu arbeiten. Das werde ich. Ich versuche jeden Tag pünktlich das Büro zu verlassen. Das ist gut. Zu viel Arbeit kann zu Stress führen. Es ist wichtig, sich nach der Arbeit zu entspannen. Ja, ich gehe gerne im Park spazieren und verbringe abends Zeit mit meiner Familie. Das klingt sehr schön. Ein wenig Bewegung und Familienzeit helfen dir, neue Energie zu tanken. Tom, ich habe noch eine Frage. Denkst du, dass ich etwas in meinem täglichen Ablauf ändern sollte? Deine Routine ist sehr gut,
aber du kannst immer nach Möglichkeiten suchen, dich zu verbessern. Zum Beispiel könntest du morgens ein paar Minuten einplanen, um deine Ziele für den Tag zu überprüfen. Das ist eine großartige Idee. Ich werde versuchen, jeden Morgen 5 Minuten darüber nachzudenken, was ich erreichen möchte. Überlege auch, dir jede Woche Zeit zu nehmen, um über deine Arbeit nachzudenken. Frag dich, was gut gelaufen ist und was du verbessern kannst. Ich werde eine wöchentliche Überprüfung einführen. Das wird mir helfen, meinen Fortschritt zu sehen. Ich freue mich, das zu hören. Kleine Veränderungen können deine Routine noch besser machen. Danke für deinen Rat, Tom. Ich fühle mich sicherer in Bezug auf meinen Tagesablauf. Gern geschehen, Alice. Ich bin immer hier, um zu helfen. Denk daran, eine gute Routine kann zu Erfolg und Glück führen. Ich stimme zu. Ich werde weiterhin hart arbeiten und mir auch Zeit für mich selbst nehmen. Das ist die richtige Einstellung. Mach weiter so und vergiss nicht, deine Freizeit zu genießen. Das werde ich. Danke, dass du heute zugehört hast. Es war mir ein Vergnügen, Alice. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Es hilft mir zu wissen, dass mein Team gut arbeitet und zufrieden ist. Ich fühle mich glücklich, einen Manager wie dich zu haben. Du unterstützt uns immer und ermutigst uns, uns zu verbessern. Danke, Alice. Ich glaube, dass ein guter Manager seinem Team zuhört und ihm hilft, zu wachsen. Ich habe viel von dir gelernt. Ich werde versuchen, deinem Beispiel zu folgen und ein guter Teamkollege zu sein. Du bist bereits ein großartiger Teamkollege, Alice. Lerne weiter und teile deine Ideen. Das werde ich. Ich möchte unserem Team helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Gemeinsam können wir unser Arbeitsumfeld positiv und produktiv gestalten. Ja, das glaube ich. Danke nochmals für deine Zeit, Tom. Gern geschehen, Alice. Ich bin immer hier, wenn du reden möchtest. Hab einen schönen Tag und mach weiter so. Danke, Tom. Ich hoffe, du hast auch einen großartigen Tag. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video!